Was habe ich mir da nur angetan? Ich weiß gar nicht, wie ich die von der Palette hier runterkriegen soll. Wahnsinn ist die groß. Ja, auf den Fotos hat es kleiner ausgeschaut. Also, grüßt euch. Ich habe mir ein Monster für die Werkstatt gekauft. Eigentlich dachte ich, sie ist ein bisschen kleiner, leichter und handlicher. Und was habe ich? Eine riesengroße Bohrmaschine für meine kleine Werkstatt. Übertrieben? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich musste sie kaufen. Der Preis hat gepasst. Jetzt steht es halt hier. Jetzt muss ich es einfach mal herrichten. Anfangen herzurichten. Sie hat ein bisschen Pflege nötig. Man sieht hier schon überall Holz. Die ist in einer Holzwerkstatt eingesetzt worden. Hier sind noch die ganzen Sägespäne, also der ganze Staub drauf. Hier auch. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja nichts Schlimmes. Holz ist besser, als wenn es in Metall aufgearbeitet wird. Das Problem ist jetzt nur, sie gehört hier runter eigentlich. Eigentlich bräuchte die hier einen festen Platz, wo ich es hinstellen kann. Vielleicht sogar einmal gedreht auf der Palette, das würde auch nichts ausmachen. Aber wie? Janma ist zu schwach dafür. Mit dem habe ich es nicht reingekriegt. Da hat mir mein Nachbar, danke Hans, freundlicherweise geholfen, die reinzufahren. Beziehungsweise ich konnte es ja nicht einmal vom Anhänger runterkriegen. Die war so dermaßen schwer. Ich habe es euch ja gezeigt, der Janma ging hinten hoch. Der Frontlader hat sich kein bisschen bewegt. Selbst mit Heckgewicht keine Chance. Und ja, was jetzt tun? Dann habe ich meinen Hans zu Hilfe geholt. Der kam mit dem Gabelstapler, hat es mir runtergehoben, hat es mir hier vor die Tür gefahren, also hat es mir hier reingefahren. Und ich habe es dann einfach bloß mit dem Hubwagen weitergefahren. Ja, jetzt steht's hier. Ja, was ist denn für ein Hersteller? Der Hersteller ist, hier steht's, VEB Planeta. Ich weiß es nicht, also das VEB dürfte DDR sein. Bin mir allerdings nicht sicher, ich kenne mich da gar nicht aus mit den DDR-Maschinen. Spricht allerdings vieles dafür, weil das Typenschild russisch geschrieben ist. Hier erkennt man die russische Schrift. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Also wir haben auf jeden Fall einen Keilriemenantrieb, bevor es ins Getriebe reingeht. Fragt mich nicht, was das hier alles ist. Das ist eine Spannrolle für einen Keilriemen, scheinbar. Aber wie genau das alles funktioniert hier, habe ich noch keine Ahnung. Zum Thema Pflegezustand oder Zustand von der Maschine allgemein. Das ist die Kühlmittelpumpe. Die Kühlmittelpumpe sitzt normal hier drin. Die war nicht abgezwickt, die habe ich dann abgezwickt, weil es eh kaputt ist. Sitzt hier drin. Sind schon seit Ewigkeiten lauter Sägespäne drin. Man könnte sicher alles wieder in Betrieb nehmen, aber nicht mehr mit der Pumpe. Ich glaube, die hat die besten Zeiten hinter sich. Die ist zusammengerostet, das ist eine Einheit. Da geht nichts mehr. Ja, man könnte natürlich hier wieder eine andere Pumpe reintun. Hier ist der Anschluss für den Rücklauf. Also wir reden hier von einem massiven Gewicht von der Bohrmaschine von, wenn es der Janma nicht packt, der Janma kann 400 Kilo, dann also definitiv drüber, 500-600 Kilo schätze ich mal an Gewicht. Wir haben mehrere Geschwindigkeiten. Wir haben einmal 2 Geschwindigkeiten elektrisch und nochmal 2 Geschwindigkeiten per Getriebe.
Wir haben hier einen Vorschub, einen automatischen Vorschub, den man dann mit dem hier einschaltet. Hier schaltet man den Vorschub hier frei, hier gibt man den Vorschub frei. So geht es händisch runter. Ich weiß gar nicht, ob das normal ist, dass das jetzt hier runter geht oder ob hier noch eine Feder fehlt, dass es oben hält, weil aktuell ist es so, es geht runter. Nicht schnell, aber gemütlich. Testen wir es doch mal. Und extrem schnell. Dann können wir da oben noch die Geschwindigkeiten einstellen. Und hier funktioniert der Vorschub. Zeige ich euch den auch. Hier funktioniert der Vorschub. Und dann können wir hier also, funktionieren tut alles. Hier ist der Bohrtisch. Den können wir natürlich in der Neigung verstellen. Wir können ihn hoch und runter. Ich glaube, hier sind alte Schmiernippel dran. Das ist lustig. Aber da habe ich doch keine Presse. Wahrscheinlich werde ich mal die raustun müssen und andere rein für Schmierung. Wenn der Bohrtisch in der passenden Höhe ist, zieht man den einfach raus und kann hier dann festziehen. Mit dem hier. Alles super gelöst. Was geht hier? Ach, da geht die ganze Bohrmaschine rauf und runter. So. Auch das geht. Also funktionieren würde ich sagen, tut alles. Sie braucht Liebe, sie braucht ein bisschen Pflege, vielleicht mal ein neues Öl. Ein bisschen Farbe wird manchmal auch nicht schaden. Mal schauen, vielleicht wird das eins der zukünftigen Projekte, dass wir die mal herrichten. Wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt es mal. Ja, ansonsten bin ich immer noch voll im Werkstattumbau. Jetzt ist natürlich die Bohrmaschine dazwischen gekommen. Das heißt, ich muss natürlich jetzt die Presse woanders hin tun. Vermutlich werde ich die Presse da hinten rein tun, wo ich hier Druckluftanschluss habe. Eigentlich wollte ich es jetzt runterheben, aber mal schön runterheben geht heute nicht. Da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Da wäre jetzt wieder so ein Seilzug recht. So ein Kettenzug, den man oben an der Decke befestigt. Aber hier in der Decke ist nichts zum Befestigen. Ich könnte zwar hier durch die Dachluke einen Balken reinlegen, mit einer Kette vielleicht. Würde mir aber auch nichts bringen, weil dann steht es an der falschen Stelle, weil ich will es genau hier stehen haben und nicht da hinten. Die Bohrmaschine von Güde, die hat jetzt ausgedient, die kommt jetzt dann weg. Die will ich hier nicht mehr haben. Ich meine, sie ist klein, sie ist leicht, aber wenn ich hier was bohren will, drückt es mir hier das hier runter. Sie ist billig gebaut. Sie ist für Holz vielleicht geeignet, aber nicht für Metall. Da habe ich erst nach einer Alzmetall geschaut, kann man allerdings nicht bezahlen. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen den Hersteller. Wenn ihr was drüber wisst, gerne schreiben, oder wenn ihr was über diesen Typ von Bohrmaschine wisst, auch schreiben. Das ist der Typ, was ist denn das für ein Buchstabe? Ist das ein AK20 oder 2 Striche 20? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht lesen. VEB AK irgendwas 20. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Hier haben wir noch eine Steckdose, ich weiß auch nicht, ob da Saft drauf ist, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, für was das hier gehört. Das ist hier so festgeschraubt, dieser Deckel. Vielleicht ist hier sogar die Feder drin, die jetzt in dem Fall das normal wieder nach oben drückt. Bei mir funktioniert es jetzt nicht. Vielleicht kaputt. Müsste man mal nachschauen. Und wie schon gesagt, da weiß ich auch nicht, was da dahinter ist. Sollte jemand mir da helfen können und das wissen. Sollte jemand Ersatzteillisten haben, Anleitungen. Es gibt mit Sicherheit welche, die wissen das. Werden wir jetzt noch Gedanken machen, wie ich es eben von der Palette runterbekomme. Vielleicht drehen wäre mir schon lieb, aber ich glaube einfach mal drehen. Wie soll man die drehen? Und da dreht man den ganzen Kopf hier. Also hier kann man alles drehen. Bloß nicht die Bohrmaschine selber.
ist aber auch praktisch, wenn man hier alles rüberdrehen kann. Sollte ich nämlich mal größere Stücke haben, kann ich es mir einfach rausdrehen. Das ist natürlich eine praktische Sache. Dann ist es egal, wie der Fuß jetzt grundsätzlich steht, aber ja, gefällt mir alles. Schöne Sache, dann kann ich den hier rüber drehen, das hier rüber drehen und ich kann größere Dinge bohren. Ganz praktisch gelöst, ganz super gelöst. Bin jetzt fertig, ich habe keine Lust mehr. Jetzt ist erstmal herin. Das Rumbuxieren und das Rumschieben und das Drehen hier, das war jetzt eh so aufwendig. Alleine immer wieder Angst haben, dass es auf der Palette kippt. Ich meine, sie steht leider nicht gerade gut auf der Palette drauf. Schon ein bisschen wackelig. Vielleicht fällt mir ja irgendwas ein, beziehungsweise vielleicht fällt ja jemandem von euch was ein, wie man die drehen könnte. Vielleicht hat es ja jemand schon gemacht. Ja, ihr seht, was ich mir immer antue, aber es macht mir irgendwie Spaß. Und ich finde so alte Maschine total geil. Die finde ich sympathischer und ehrlicher als irgend so billiges China-Klumpzeugs. Mittlerweile muss ich schon sagen. Da unten sind übrigens noch die ganzen Schütze drin. Zeige ich euch das nächste Mal, weil die Schraube ein bisschen hängt. Und Schalter fehlt noch und lauter so Zeug. Also ich habe jetzt ein bisschen was zu tun. Muss mir ein paar Gedanken drüber machen, wie ich da jetzt weitermache. Schön wäre es auch noch, wenn ich mal messen könnte, wie genau die Genauigkeit von der ist. Da habe ich mir noch was bestellt, so ein Rundlauf-Messgerät. Werden wir auch noch mal überprüfen. Also bis zum nächsten Video, macht es gut, ciao ciao.